Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und wir suchen jetzt den Schatz. Ich habe ihn gefunden. Okay, das Ding hält zumindest was aus. Party. Da haben wir ihn, unseren multifunktionalen Lautsprecher oder auch Leuchte oder auch Ladegerät hier vor uns. Aber worum geht es hier heute eigentlich? Und zwar geht es heute um Produkte von Brennstuhl, die du entweder im maritimen Bereich benutzen kannst für deinen Camping oder auch für deine Laube, die gegebenenfalls keinen Stromanschluss hat. Denn wir haben heute hier so einen multifunktionalen Lautsprecher. Wir haben heute eine wunderschöne Leuchte und gerade für das Thema Camping haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, wie man sich hier mit Energie versorgen kann. Manchmal ist es schon merkwürdig, wie bei uns die Videos so entstehen. Denn wir haben hier einen Adapter von Schuko auf einen ECC-Stecker. Und das sind Themen, die du häufig entweder als Camper oder auch im maritimen Bereich brauchst. Und einer unserer Kollegen hier hat sich ein altes Schiff gekauft oder Boot. Ich weiß gar nicht genau, was der Unterschied ist. Ist auch egal. Jedenfalls hat er sich das gekauft und was hat er vorgefunden? So eine Bastellösung, wo das zusammengebastelt war. Das fand er nicht so schön und dann hat er geschaut mit uns zusammen, was gibt es denn da auf dem Markt zu kaufen. Und da sind wir auf Brennstuhl gekommen, nämlich genau auf dieses Kabel hier, haben ein bisschen rumgesucht und es sind verschiedenste Dinge vorgekommen. Da meinte er, lass uns doch mal ein Video machen für diejenigen, die campen, die ein Boot haben oder so wie er, die einfach irgendwie zu so einem Boot mal gekommen sind und das dann auch entsprechend vernünftig nutzen wollen und sicher nutzen wollen. Weil ich glaube, die gebastelte Lösung von ihm da war, oder die er da vorgefunden hat, ist nicht so schön. Beim Bestellen der Kabel ist mir aber das hier ins Auge gekommen, ins Auge gesprungen quasi. Das fand ich so lustig, das muss ich unbedingt mitnehmen. Und das hier, ja, werden wir ihm hinterher für sein Boot schenken. Weil wir fanden es so schön, das passt da wunderbar rauf. Und mit 75 Stunden Leuchtdauer, nehme ich schon mal vorweg, ist das schon was man so auf so einem Boot sich irgendwo hinhängen kann, oder? Damit haben wir gerade aufgehört, dann machen wir damit mal weiter. Wobei das Interessantere eigentlich eher das Thema Kabel hier sind. Weil das Thema Kabel ist etwas, was sich im Zweifel sehr viel Geld kosten kann, wenn die Dinger durchbrennen. Und deswegen kauft ihr vernünftige Kabel. Grundsätzlich erstmal bitte, ja. Kauft ihr vernünftige Kabel und auch immer vernünftige Kabeltrommeln. Ja? Aber kommen wir mal erstmal zu unserer Leuchte. Wir haben hier eine wunderschöne Leuchte von Brennstuhl in so einem sehr, ja, eigentlich auch maritimen Style hier, ja. Hier oben mit dem Henkel. Und wenn ihr mich fragt, ja, wozu ist das gut? Für nix. Ja, warum sieht das so aus? Weil es hübsch ist. Und das finde ich echt schön. Also LED-Leuchten sind in der Regel ja wirklich, also viele echt nicht schön. Ja, die haben kein schönes Design, das ist einfach so ein Plastikklumpen mit ein bisschen Licht dran. Und das hier finde ich echt schon schnieke. Ja. Was ich auch schön finde, ist, du kannst das Ganze hier vorne einschalten. Ja, es wäre sinnlos, wenn man es nicht einschalten kann. Du kannst hier einschalten und dann hast du erstmal die letzte Lichteinstellung. Dann kannst du das Ganze hier hochdrehen, ja, auf die maximale Helligkeit. Das sind 350 Lumen, die wir hier haben. Ja. So, Maximum. Und ich kann auch noch mal hier die Lichtfarbe einstellen. Ja, von wirklich so ein blau-weiß, ganz helles Weiß zu so einem klassischen, eher goldenem Ton, was ich persönlich auch bevorzugen würde. Ja. Was wirklich irre ist Folgendes. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal so einstelle, Moment, so, und mache das auf den kleinste Einstellung, dann ist es so, dass du jetzt wahrscheinlich nicht viel siehst, aber wir machen jetzt mal Folgendes, wir machen Licht aus, Sekunde. So, und da bin ich wieder. Übrigens sollte es flackern, liegt es an der Kamera, nicht an der Lampe. Ja? Es ist so, dass das hier immer noch wirklich hell genug ist, um zum Beispiel im Zelt, im Boot oder in deinem Wohnwagen noch so ein schönes, schummriges, angenehmes Licht zu haben und damit erstmal noch klarzukommen. Und das Ganze hier über 70 Stunden so leuchten zu haben, ist doch der Hammer, oder? Überleg mal 70 Stunden mit einer Akkuladung. Ja, Wahnsinn. Und wenn ich jetzt natürlich hier das Ganze nochmal schön hochdrehe, ja, das ist schon hell. Mit 350 Lumen reicht das völlig aus in einem kleinen Raum und beleuchtet schon mal alles, was erstmal so wichtig ist. Das ist ein schönes kleines Gimmick und mit 35 €, muss ich sagen, hast du auch ein echt tolles kleines Geschenk für jemanden in dem Bereich, wo du ihm wirklich was Gutes tun kannst. Aber was Gutes, das tut noch eine Sache gut und zwar haben wir hier hinten die Möglichkeit, das Ganze zu laden. Hier an der Stelle, hier sieht man das.
Ja, und du kannst hiermit sogar dein Handy wieder rückwärts aufladen. Das heißt, du kannst hier einfach dein Handy anstecken, kannst dein Handy mit aufladen und nebenbei noch das Licht genießen. Verrückt, oder? Apropos verrückt, kommen wir jetzt hier zu unserer kleinen Disco-Kugel. Party. Wir haben hier einen Lautsprecher und ein LED-Leuchtmittel in einem. Ja? Alles in einem. Und zwar Nummer 1, wir können es erstmal einschalten. Ich mache es mal bewusst zur Seite. Ja, wir können es hier wirklich hell anmachen. Nummer 1, dann Nummer 2 etwas dunkler. Nummer 3 noch etwas dunkler. Das kann ich schon in eure Richtung bringen. Oder wir haben auch noch die Möglichkeit, das Ganze jetzt hier in Rot leuchten zu lassen. Oder Disco. Naja, welche immer Musik ihr so gerne hört, oder halt wieder aus. Und zusätzlich ist es so, dass wir hier einen Bluetooth-Lautsprecher drin haben. Wir machen ihn mal an, auch wenn das jetzt schwierig ist mit der Lautstärke. Jetzt habe ich das Ganze verbunden hier mit meinem Handy und dazu gibt es hier auf der Rückseite einen Knopf, hier vorne. Ja, schaut mal hier, da ist der Ein-Aus-Schalter, damit könnt ihr das Licht ändern. So, ja, von hell, mittelhell, wenig hell, rot und rot im Blinkend. Aber wir wollen natürlich wieder rot haben. Hier kann ich das Bluetooth ein- und ausschalten, wenn ich da einfach draufklicke. Und dann kann ich es auch pairen hier mit meinem Handy. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze anhört. Ich bin gespannt. So. Da bin ich wieder. Wenn du mich jetzt fragst, wie klingt denn das Ganze eigentlich? Das hier ist keine großvolumige, riesengroße Box, die auch massiv Klang hat, aber wir reden hier von etwas, was etwas unter 30 € kostet. Übrigens, wenn du dich für eins der Geräte interessierst, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Das heißt, wir haben hier wirklich etwas, für rund 30 € bekommst du etwas, was entsprechend leuchtet, was wir gerade hatten, und einen Lautsprecher. Und natürlich klingt der Lautsprecher nicht schlecht, also wirklich nicht. Man kann hier in normaler Lautstärke wirklich auch gut Musik hören. Und wenn man, ich sag mal, wenn man irgendwo in seinem Vorzelt sitzt und sich das hier mit auf den Tisch stellt, ja, und sich davon ein bisschen beschallen lässt, und alle anderen auch ein bisschen nervt, wunderbar. Dafür reicht er mehr als aus. Der hat einen guten Klang, alles super und leuchtet auch noch das Zelt ein bisschen aus. Ja? Zumindest mit Ambiente-Licht. Wenn ihr mich fragt, wie lange das hält, lange. Bis zu 50 Stunden. Also je nachdem auf welche Einstellung, aber bis zu 50 Stunden leuchtet das Ganze. Das ist auch schon eine ganze Menge mit einer einzigen Akkuladung. Übrigens hast du hier wieder dasselbe. Du kannst hier auf der Rückseite hier den Schutz entfernen kannst das hier entweder laden oder kannst auch dein Handy anstecken und dein Handy laden. Aber kommen wir mal zum Thema Kabeltrommeln. Wenn du auf dem Campingplatz bist und Strom brauchst, dann ist es natürlich schön, wenn du auch vernünftig dir Strom holst, ja? Und auch ein gutes Kabel hast, wie zum Beispiel das hier. Zu den Adaptern kommen wir gleich nochmal. Ich glaube, das werde ich unserem Kollegen auch schenken, damit er auf seinem Boot endlich ein ordentliches Kabel hat. Aber erstmal hierzu. Und zwar ist es so, dass du hier am besten ja, mit dem ECC-Stecker, ja, schauen wir uns einfach mal an, damit kannst du natürlich dann entsprechend an deinen Port gehen oder an deinen Verteiler gehen. Hast hier ein Kabel drauf, das 25 Meter lang ist. Und in völliger Unwissenheit, muss ich ganz ehrlich, in völliger Unwissenheit habe ich gedacht, ich will das aber in 50 Meter haben. Ja? Und habe gesucht und gesucht und gesucht, bis mir jemand Wissendes sagte, nach meinen Erkenntnissen, länger als 25 Meter darf so ein Kabel gar nicht sein. Okay, dann ist das so. Jedenfalls haben wir ein 25 Meter Kabel drauf, haben hier eine Tragehilfe. Wer mein Video zum Thema Kabeltrommeln noch nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt mal an, weil ich habe das Thema Brennstuhl Kabeltrommeln mit normalen Schuko-Steckern mir vor einiger Zeit mal angeschaut. Das verlinke ich dir mal hier oben. Und das ist wirklich höchst interessant, weil es da so viele verschiedene Arten von Kabeltrommeln und differenzierte Eigenschaften gibt. Ja? Hier erstmal wunderschön, du hast einen Tragegriff, was ich bei Kabeltrommeln wirklich liebe. Wir haben hier viele Kabeltrommeln, wir haben noch ein paar alte, die möchte ich nie mehr benutzen, die alten, ohne Tragegriff. Ja? Zusätzlich ist das hier übrigens auch eine Auffädelhilfe. Das heißt, wenn du das Ganze auffädeln möchtest, dann so, nimmst du das hier rein, ja, fädelst das so ab. Und wenn du später wieder auffädelst, dann kannst du es hier über das Ganze wieder auffädeln. Das geht hier nicht irgendwo raus, weil der Klassiker ist, das rödelt hier dann hier irgendwo so rum und das will auch keiner. Ja? Ganz simpel hier durch und dann kannst du es auch wunderbar wieder auffädeln. Und hier auf der anderen Seite hast du jetzt erstmal aber deinen CEE-Stecker. Ja?
Diejenigen, die in dem Bereich unterwegs sind, kennen den. Ja, den nimmst du entsprechend rein, steckst den rein. Thema Adapter kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und dann hast du auf der anderen Seite diesen Anschluss. Hier hast du noch ein bisschen Kabel dran. Ja. Auch das gibt es noch entsprechend. 2 Meter Kabel, genau. Da ist eine 2 Meter Kabel noch dran. Und hier hast du wiederum beide Anschlüsse. Nummer 1, den hier, ja, wieder den CEE-Stecker, den du hier dran hast, den du entsprechend hier reinklinken kannst. Und auf der anderen Seite hast du eine ganz normale handelsübliche Steckdose, beziehungsweise ganz normalen Stecker, wo du deinen normalen Schuko-Stecker reinstecken kannst. Was ich an diesem Kabel super finde, was ich allgemein an hochwertigen Kabeln super finde, ist die Gummierung. Das hier ist ein Kabel, wo du auch wirklich, das kannst du auch irgendwo mal hinlegen und da passiert ja auch nicht so schnell was. Ja? Da kannst du auch mal rüberlaufen und ähnliches und dementsprechend hält das und du hast hier kein Kabel. Ihr kennt das auch, wenn du hier so mal so rummachst hier. Ja, das ist wieder ordentlich gerade und verbiegt nicht und macht und tut. Wenn du das anschaust, das ist mir ganz wichtig, dass du hier wirklich hochwertige Kabel hast, mit denen du auch langfristig Spaß hast. Das ist jeweils Nummer 1, eine Kabeltrommel im herkömmlichen Style. Wir haben das Ganze aber nochmal anders. Hier etwas, wie sage ich das, etwas weicher und eher für den maritimen Bereich, steht auch in der Beschreibung drin. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare unten schreiben, warum das eher für den maritimen Bereich ist. Das konnte nämlich auch unser Kollege nicht sagen. Jedenfalls hast du hier einen viel kleineren Bauraum und hast hier ganz normal wieder deinen CEE-Stecker an der Stelle. So, den steckst du rein, kannst das Ganze hier dann abwickeln und reinstecken und hast auf der anderen Seite hier wieder deine 2 CEE-Stecker. Ja. Zusätzlich hast du aber auch auf der anderen Seite hier 3-mal einen herkömmlichen Schuko-Stecker. Ja, das so wie ihr das kennt. Finde ich super, dass man hier das eine 2-in-1-Lösung. Und jetzt hast du häufig das Problem, welchen Stecker habe ich jetzt wo und von welchem Stecker komme ich jetzt in welchen Stecker. Ja? Und das Ganze haben wir hier auch nochmal in verschiedenen Ausführungen, was alles gibt, muss ich sagen. Und auch immer in derselben Kabelqualität, in derselben Steckerqualität wie auch alle anderen Teile. Ja? Das heißt, hier zum Beispiel hast du einen Adapter von CEE auf Schuko. Ja? Und das ist genau das, was unser Kollege jetzt geschenkt bekommt, weil das ist das, was bei ihm gebastelt auf dem Boot rumliegt und was er nicht mehr benutzen möchte. Ja? Das ist Nummer 1. Dann haben wir hier das Ganze aber nochmal andersrum, dass wir hier so einen Stecker haben. Ja? Und da reinstecken können. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier den CEE-Stecker und haben hier unsere Schuko-Steckdose. Ja. Auch das haben wir so als Zwischenstecker, um wieder auf CEE zu kommen. Oder hier klassisch ein CEE-Stecker und hier das Ganze auf der anderen Seite. Ja. Ihr seht hier Mutter, Vater. Und ich verbinde das mal. Und hier habt ihr dann wieder den Schuko-Stecker. Die Kabel hier haben alle einen Querschnitt von 2,5 Quadrat. Das heißt, es sind nicht diese dünnen Kabel, diese Mini-Kabel, also die man so kennt von ganz einfachen, billigen Verlängerungskabeln, sondern hier haben wir wirklich gutes Kabel entsprechend drin, was auch entsprechende Last ganz entspannt übertragen kann, ohne dass es hier anfängt, hier drin warm zu werden. Ich persönlich finde übrigens die Farbe super, weil durch das Orange findest du das Kabel auch einfach mal wieder. Ja? Manchmal hat man das Problem, dass wenn du gerade so im Gras irgendwo so ein dunkles, schwarzes Kabel reingeschmissen hast, dann wo geht das jetzt lang, wo kommt das jetzt her und so weiter, finde ich bei Orange eigentlich sehr angenehm. Noch eine interessante Sache, kannte ich vorher nicht, dass es sowas gibt, und zwar sind das sogenannte Kabelboxen oder Verbindungsboxen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier Kabel miteinander verbunden, irgendwo 3, 4, 5 Sachen miteinander oder möchtest irgendwas besonders schützen, dann gibt es so eine Kabelschutzbox, geschützt IP54, das heißt gegen so ziemlich jede Wettereinfluss von außen sehr gut geschützt. Hier ist auch ein Dichtring drin, ich zeige dir das mal. Kannst das Ding hier aufmachen und dann siehst du hier an der Stelle, hier drin ist ein Dichtring drin verbunden. Hier einmal hier entsprechend lang. So, und das drückt hier rein und dadurch ist das Ganze geschützt. Und dann kannst du Folgendes machen. Ich muss mal ein bisschen vorbereiten hier. Sekunde. Ihr merkt das schon. Oh, hier ist aber wirklich ordentlich Gummi drin. Du kannst dann Folgendes machen. Du kannst hier meinetwegen ein Kabel hier so reinlegen. Das zweite Kabel, ja, das zweite Kabel nehmen. Nee, das wird da nicht passen. Das wird passen. Dann nehmen wir das hier meinetwegen, legen das hier rein. So. Und dann können wir das hier verbinden.
und können das hier, sowas zum Beispiel, auch hier drin betreiben. Ja? Das wird dann hier eingesetzt, so, so. Dann wird das hier so wieder hier aufgesetzt, so da rein, so, so. Und es ist abgesichert zu. Und das war's. Ja? Und auf die Art und Weise kannst du sicher deine Kabel oder auch andere Dinge hier miteinander verbinden. Gerade auch wenn du, ich meine, das hier ist schon vernünftig, ja. Also, aber es gibt ja auch Kabeltrommeln, Kabelverbindungen, die eben nicht so gut wie die hier schon geschützt sind. Die kannst du hier drin verbinden. Nochmal ein wichtiger Tipp übrigens, ja, den ich damals schon gesagt habe und immer wieder gerne sage beim Thema Kabeltrommeln: Betreibe sie nur komplett abgerollt. Das heißt, wenn du hier an der Kabeltrommel hier Last dran setzt, dann roll sie bitte komplett ab und benutze sie, auch wenn es meinetwegen nur 5 Meter sind, und lass es nicht auf der Kabeltrommel drauf, sonst könntest du unter Umständen ein Wärmeproblem bekommen. Hier geht es nicht um die Qualität dieser Kabeltrommel, sondern allgemein macht das mit jeder Kabeltrommel, weil nur so sollten sie betrieben werden. Und wenn ihr mich fragt, was sind die Preise der verschiedenen Teile hier, zum Beispiel bei der Box ist es etwas über 20 Euro. Die Adapter hier, die kosten alle so zwischen 15 und 20 Euro und so weiter und so fort. Schau deswegen am besten mal unten in den ehrlichen Preisvergleich, da findest du alle Preise und auch vor allem alle aktuellen Preise. Was ich jetzt aber sofort nach dem Video machen werde, ist hier unserem Kollegen das Kabel zuschenken, ja, hat er sich verdient, und ja, die schöne Leuchte hier vom Brennstuhl. Und die werde ich mir beim nächsten Mal anschauen, wenn wir ihn auf seinem Boot besuchen. Sollen wir dazu mal ein Video machen? Dann schreib es mal unten in die Kommentare. Was mich sehr interessieren würde, ist Folgendes. Schreib bitte mal auch unten in die Kommentare, ob dich sowas eigentlich interessiert. Sowas wie Camping, Outdoor, auch also Outdoor-Licht, Outdoor-Strom, Outdoor, was auch immer. Wäre sehr interessant, weil ja, wir haben jetzt aus unserem eigenen Interesse jetzt mal so ein Video gemacht, weil wir die Sachen gerade hier liegen hatten. Aber ich weiß nicht, ob das eine Sache für euch ist. Jetzt sage ich erstmal ran ans Campingmobil, ab auf den Campingplatz und bis zum nächsten Mal.